Dacia Duster, geiler Sound, dank neuer Lautsprecher und Türdämmung und das alles in diesem Video. Der Dacia Duster hat vorne in der Türe 16 cm tief Mitteltöner und hier auf dem Armaturenbrett ist ein Hochtöner verbaut. Das Ganze natürlich vorne rechts und links und hinten in den Türen sind quasi nur 16 cm Breitbandlautsprecher installiert. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was bringt mir denn jetzt das Austauschen der Lautsprecher, wenn ja das Autoradio genau das gleiche ist wie vorher. Und das erkläre ich euch jetzt, weil natürlich unsere Lautsprecher an sich schon mehr Potenz haben, weil ein größerer Antrieb, also Magnetteil an diesem Lautsprecher dran ist. Und der zweite Punkt, warum die Lautsprecher viel, viel besser klingen, wenn man eine Türdämmung mit installiert, ist, dass die Türe ruhiger wird. Es kann nicht so viel gegenschwingen. Der Lautsprecher bekommt dadurch mehr Wirkungsgrad. Die Bässe werden viel sauberer und satter. Und das alles nur mit neuen Lautsprechern und Türdämmung. Im Angebot für euch haben wir jetzt einmal ein Frontlautsprechersystem, natürlich 2 Stück, also immer ein Pärchen für rechts und links. Hier beispielsweise steht halt immer einer. Aber das Frontsystem beinhaltet einen neuen Tieftöner, der passend vorbereitet ist für den Dacia Duster mit dem passenden Stecker, mit der passenden Aufnahme und die passenden Nieten, damit ihr alles wieder original reinbekommt und einen Hochtöner, der die entsprechende Vorbereitung hat, dass das auch original alles zusammenpasst und nur per Plug-and-Play angedockt wird. Das könnt ihr einzeln kaufen, das Lautsprechersystem, oder was ich euch wirklich empfehle, mit kompletter Türdämmung haben wir ebenfalls ein komplettes Set, auch mit dem entsprechenden Kunststoffauswurfhebel, dass ihr die Türverkleidung und Kunststoffteile problemlos lösen könnt, ohne was zu verkratzen. Wir haben hier im Set 3 Bitumen-Dämmmatten, das heißt 1,5 pro Türe und eine Dämmschaummatte, das heißt eine halbe Schaummatte pro Türe. Das wäre zum Thema Front-Lautsprechersystem und das Thema Hecklautsprechersystem sind natürlich ebenfalls 2 Stück für rechts und links. Da ist jetzt ein richtiger Hochtöner mit integriert im Lautsprecher und der ganze Lautsprecher, wie beim Tieftöner genauso, hat natürlich einen größeren Antrieb dran. Wir haben hier mehr magnetische Leistung und somit auch mehr Hub und mehr Bass. Und das Ganze hinten ebenfalls per Plug-and-Play, nur dass der Hochtöner hier integriert ist, anstatt wie hier separiert ist. Ebenfalls einzeln erhältlich oder mit kompletter Türdämmung, genauso wie beim Frontsystem. Und eigentlich zeige ich euch jetzt direkt schon, wie das Ganze installiert wird. Zum Demontieren der Türverkleidung braucht ihr einen kleinen Schraubenzieher, das Remover Tool und einen Torx-Schraubendreher. Wer sowas noch nicht hat, kann den gerne bei uns als Set mit dazu bestellen. Ist jetzt auch nicht allzu teuer, aber vielleicht habt ihr den daheim. So, und wir fangen an, ganz oben drinne im Türöffnerbereich den kleinen Deckel mit dem kleinen Schraubenzieher zu lösen. Darunter verbirgt sich dann eine 20er Torx. Die können wir rausschrauben, die Schraube. Und jetzt können wir mit dem Remover Tool von unten an den Türgriff fahren und dann den oberen Deckel wegklippen kann. Darunter verbergen sich jetzt wieder 2 25er Torx, die wir entfernen müssen. Und dann haben wir ganz unten an der Türe noch eine 20er Torx und nochmal an der Seite ebenfalls eine offensichtliche 20er Torx Schraube. Mit dem Remover Tool können wir jetzt von unten zwischen Türe und Türverkleidung reinfahren und das ein bisschen lösen und mit den Fingern nachhelfen. Ihr hört schon, wie die Clips jetzt kommen. Und dann können wir das Werkzeug weglegen und mit den Fingern jetzt unten den Druck beim Herziehen nehmen und die ganzen Clips entriegeln. Die Spiegel-Dreiecksverkleidung, die können wir ebenfalls jetzt schon entklippen, ist mit einem Clip oben festgemacht. Und jetzt können wir die ganze Türverkleidung nach oben rausziehen. Die Schaltkulisse kann man von hinten mit dem Finger ein bisschen an den entsprechenden Stellen zusammendrücken, um die Clips zu lockern. Und jetzt können wir das Ganze rausnehmen und jetzt zeige ich euch auch, was ich meine. Diese Clips kann man von hinten ein bisschen gegendrücken, damit er sich ganz leicht entriegelt. Und dann können wir die Schaltkulisse rausnehmen und auch die ganzen Stecker
entfernen. Falls euch solche Clips hängen bleiben, ihr könnt mit dem Remover Tool einen Hebel bilden, mit einem Seitenschneider hinten reinfahren und das Ganze dann raushebeln. Der originale Lautsprecher ist mit 3 Nieten festgemacht. Die bohren wir raus. Ich habe jetzt hier einen 7er Bohrer. Und dann können wir den Lautsprecher auch direkt hier rausnehmen und abstecken. Mit einer Beißzange kann man jetzt die Nietüberstände nochmal wegklicken und nach hinten rausklopfen. Und die Nieten natürlich hier rausnehmen. Kommen wir schon zur Dämmung und da kommen wir jetzt, wenn der Lautsprecher demontiert ist, optimal ans Außenblech dran, ans Innenblech und natürlich die Türverkleidung. Und das Außenblech, macht es bitte fettfrei, dreckfrei. Das macht ihr bitte vorher alles sehr schön blank. Passt ein bisschen auf an den Stellen da drunten, da sind die Entgratungen nicht allzu toll. Ich habe mich gerade auch ein bisschen geschnitten. Also hier einfach ein bisschen Vorsicht. Damit das Fahrzeug innen wie außen ruhiger wird, also das heißt die Straßengeräusche weniger in den Fahrzeugraum reinkommen und weniger die Lautsprechergeräusche, also die Musik nach draußen dringen kann, gibt es Sinn, dieses Außenblech mitzudämmen. Und ihr hört auch, das klingt halt alles sehr blechern. Und da bringen wir jetzt schon unsere erste halbe Matte Bitumen Alubutyl auf die Außenhaut auf. Achtet bitte darauf, dass ihr die Matten wirklich vollständig ans Blech anreibt und wenn ihr Überlappungen habt, auch diese Überlappung schön anreiben, damit da keine Luftblasen entstehen. Und schon klingt die Türverkleidung nicht mehr nur nach Blech, sondern tatsächlich wie bei Premium-Fahrzeugen einfach so satt. Die erste halbe Dämmmatte ist jetzt angebracht an der Außenhaut. Jetzt können wir den Lautsprecher montieren und können den jetzt mit den beiliegenden Nieten und in der richtigen Position entsprechend annieten. Die Nietzange legen wir euch in das Set für das Frontlautsprechersystem mit Dämmung gleich mit dazu. Bei der Dämmung dieses Bereichs achten wir bitte darauf, dass die ganzen Löcher, wo die Clips wieder reinkommen, verschont bleiben. Also da klebt man natürlich nichts drüber. Und diese Service-Matte, die können wir zum Teil überkleben, damit die noch ein bisschen stabiler wirkt, weil es ist wie ein bisschen akustischer Kurzschluss. Wir nehmen dem Lautsprecher schon wieder einen Bassanteil weg, wenn das hier mit vibrieren kann. Also probieren wir den Teil hier ruhiger zu kriegen und kleben ebenfalls eine Matte hier mit drüber und machen auch ein bisschen mehr Gewicht um den Bereich drum. Also es geht hauptsächlich um diesen Bereich.
und jetzt haben wir hier an der Stelle mehr Masse aufgebracht und auch das hier wesentlich stabiler wie eine Wand gebaut, weil das jetzt 2 Lagen übereinander sind. Und damit kann der Lautsprecher hier weniger gegenschwingen und macht natürlich auch mehr Bass. Eine halbe Dämmmatte bringen wir jetzt von hinten auf die Türverkleidung auf, damit die auch vibrationsärmer wird und störende Störgeräusche eliminiert. Eine halbe Schaummatte legen wir jetzt noch so an, dass es möglichst nah am Lautsprecher den Schall absorbiert, weil der Schaum, das ist ein Dämmschaum und der verschluckt den Schall, so wie man das hört. Die Arbeiten an den Türen ist soweit jetzt erledigt. Jetzt müssen wir noch die Türverkleidung wieder genauso montieren, wie wir sie wegmontiert haben. Das ist alles kein Hexenwerk. Und dann kommen wir auch schon zum Hochtöner. Mit dem Remover-Tool könnt ihr jetzt auch hier unter das Gitter reinfahren und das Gitter auch entsprechend rauslösen. Und das ist hier an der Seite mit 2 Krallen befestigt, damit es nicht ganz wegflutschen kann. Das könnt ihr aber entsprechend rausziehen. Unterhalb des Sichtbereichs können wir jetzt mit dem Schraubenzieher unten rein und den Hochtöner entriegeln und rausziehen. Beim Abstecken achtet ihr bitte darauf, dass der Hochtöner das Kabel nicht hier runterflutscht und dann weg ist. Haltet das irgendwie fest oder macht einen kleinen Tesa-Streifen drauf, damit das Kabel hier oben ist. Ihr könnt es relativ schlecht greifen, wenn das mal da reinfällt. Da müsst man so mit dem Drehtchen ein bisschen was machen. Haltet es einfach fest. Unseren neuen Hochtöner können wir jetzt direkt so anstecken, wie der vorher auch angesteckt war. Und können das Kabel in dem Hohlraum jetzt nach unten legen und unseren Hochtöner mit der breiten Verkerbung hier so einsetzen, dass der hier zum Schluss Klick macht. Und jetzt können wir aus Gitter wieder draufsetzen und sind somit fertig mit der Installation. Wer nur die vorderen Lautsprecher auswechselt, der hat auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz tolle Klangsteigerung drinne. Und das ganze Musikgeschehen wird schon viel mehr Spaß machen. Wer aber die hinteren Lautsprecher auch noch wechselt, der darf sich echt darauf freuen, dass der ganze Bassteppich noch mal mehr intensiv da sein wird und auch die Hochtöne einfach schöner und brillanter und viel musikalischer klingen. Ich dachte es im ersten Moment auch nicht, aber es ist so. Wir können die Lautsprecher auswechseln und auch die hinteren Lautsprecher auszuwechseln gibt für die vorderen Passagiere absolut Sinn, weil sich das aufs Gesamtvolumen vom Bass bemerkbar macht. Und insofern zeige ich euch jetzt natürlich auch, wie man die hinteren Lautsprecher auswechselt. Unter dem Entriegelungshebel findet ihr wieder diesen Deckel mit einem Schraubenzieher leicht lösen. Drunter die Schraube, ebenfalls eine Torx wegmachen. Dann haben wir hier in der Griffschale ebenfalls eine Torx-Schraube. Wir haben unter der Kante natürlich auch noch diese Schraube. Und hier an der Seite links ist ebenfalls der Deckel, den kann man mit dem Schraubenzieher lösen. Und darunter ist ebenfalls eine Schraube. Und dann können wir die ganze Türverkleidung wieder mit dem Entriegelungstool abhebeln, mit den Clips und nach oben rausziehen. Jetzt können wir auch die Griffschale rausnehmen und den Stecker dort entfernen. Und die Türverkleidung hier um 90 Grad drehen, damit man die Entriegelung hier wegnehmen kann. Das Prozedere, die Lautsprecher zu wechseln, ist exakt das gleiche wie bei den vorderen Lautsprechern. Tieftöner entnieten, das Ganze wieder rausmachen. Das machen wir jetzt mal noch schnell zusammen. Und jetzt sieht man auch, warum bei den hinteren Lautsprechern auf einmal noch so viel mehr Bass kommt. Das ist halt der Antrieb von dem originalen Dacia-Lautsprecher. Und das hier ist der Antrieb von unseren Option Bass Lautsprecher mit dem integrierten Hochtöner. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Und jetzt könnt ihr das genauso weitermachen mit der Türdämmung und sauber machen vorher und wieder zusammenbauen. Und das war's dann schon mit den hinteren Lautsprechern. Wie sich das jetzt anhört, wenn man nur 4 Lautsprecher wechselt, also 6 mit den Hochtönern, aber vorne und hinten, rechts und links, und das Ganze nur auf Originalradio lässt, naja, dann schauen wir doch mal, was jetzt da so abgeht. So, das richtige Lied hergesucht. Und jetzt drehen wir mal ein bisschen auf. So, jetzt geben wir noch mal richtig Gas. Da oben raus, jetzt merkt ihr auch schon, ich muss mich jetzt doch schon sehr anstrengen, um mich mit meinem Fahrnachbarn zu unterhalten. Also die Grundlautstärke ist jetzt auf jeden Fall mal, würde ich sie als völlig in Ordnung bezeichnen. Natürlich ist es noch mal was anderes, wenn man Verstärker mit reinbaut und noch mehr Leistung reinpackt, logischerweise. Aber wir wollen ja für euch eine kostengünstige, sehr schnell installierbare Plug-and-Play-Lösung. Und das kann man echt schnell nachmachen und ihr werdet sofort den Effekt schnallen. Alter, das ist wirklich was ganz anderes wie gerade eben. Hier ist der Bass viel punchiger. Ist nicht so, dass vorher gar kein Bass da war, aber das war so ein Bass. Nichts Spürbares, sondern nur irgendwas Rumgetobe in den Türen. Aber wir haben ja jetzt gelernt, wenn man die Türen ruhig macht, dann tobt es nicht in der Türe auf einmal, sondern in der Fahrgastzelle. Und das merkt man jetzt hier in diesem Soundsystem auf jeden Fall krass. Hier scheppert nichts, hier wackelt nichts. Es gibt einfach nur gute Musik. Und auch die hinteren Lautsprecher, man nimmt die wirklich sehr stark auch wahr, also als schöner Rear-Fill, dass man nicht nur denkt, man hat nur vorne Lautsprecher drin, sondern auch die hinteren machen ja, wie schon gesprochen, auch noch mal ein Bass dazu. Also das ist echt tolles Gesamtergebnis. Und was jetzt die hinteren Lautsprecher betrifft, da fragt ihr, falls ihr hinten noch gar keine Lautsprecher installiert habt, vielleicht auch erstmal euren Dacia-Händler, ob euer Autoradio auch dafür vorgesehen ist, überhaupt hintere Ausgänge zu haben. In unserem Fahrzeug haben wir ja dieses Display hier drin, also diese Art von Radio, wo auch alle Lautsprecher installiert waren, wo man in dem Auto installiert haben kann. Wir haben sie ja nur ausgetauscht. Jetzt gibt's, wir hatten das mal bei einem Sandero, da war dann ein kleineres Radio drin und da hat man die hinteren Lautsprecher, waren gar nicht möglich auf das Radio zu adaptieren. Und für alle, die im Sandero hinten auch Lautsprecher drin hatten, war klar, kann ich jetzt auch wechseln. Genau das gleiche gilt jetzt für hier drin. Klärt es bitte ab mit dem Dacia-Händler, ob euer Soundsystem, euer Autoradio hinten Lautsprecherausgänge hat oder ob ihr die Kabel legen müsst oder ob die Kabel auch schon drinnen liegen. Das könnt ihr vorher klären. Wir stellen euch jetzt eine coole Hardware zur Verfügung, um das entsprechend zu adaptieren. Wenn ihr hinten keine drinne habt und das ist nicht möglich, glaubt mir, es reicht auch. Oder was heißt, es reicht auch? Es klingt auch schon wirklich total cool, wenn ihr nur das Frontsystem austauscht und damit schon euren riesen Mehrwert habt. Was denkt ihr wohl, wie lange ihr braucht, sowas zu installieren? Ich würde euch einen ganz groben Rahmen geben. Für das vordere Lautsprechersystem, wenn ihr sowas noch gar nie gemacht habt, irgendwas im Auto auseinanderzubauen, würde ich jetzt sagen, 2,5 Stunden für das vordere Lautsprechersystem. Bei den Hochtönern selber, also das habt ihr ja gesehen, das ist ja wirklich in Windeseile gewechselt. Wir reden tatsächlich nur von der Türverkleidung. Und die Türverkleidung rechts und links mit Türdämmung 2,5 Stunden. Dann ist es wirklich gut gemeint, würde ich sagen. Ein Profi, der sowas immer mal wieder auseinanderbaut und damit schon Erfahrung hat, ist sicherlich, würde ich sagen, nach 1 bis 1,5 Stunden schon soweit mit den vorderen Türen. Und hinten braucht er die Hochtöner noch nicht mal wechseln. Ist aber so ziemlich der ähnliche Aufwand wie die vorderen Türen. Also gleiche Zeit nochmal. Aber dann habt ihr danach richtig Spaß im Auto. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei der Installation eurer Sache im Dacia Duster. So, da sind wir heute drin. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich unten in die Kommentare rein. Wir versuchen alles Mögliche zu lösen für euch und darauf zu antworten. Ein Daumen hoch wäre geil oder auch den Kanal zu abonnieren, wenn ihr auch die nächsten Videos sehen möchtet, wenn wir in diesem Fahrzeug vielleicht sogar noch einen aktiv
Subwoofer mit dazu installieren, um, wer noch nicht genug Bass hat, noch mehr Bass zu haben. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.